Stellen Sie sich dieses Szenario bitte ganz genau vor. Es ist still im Haus. Vielleicht sitzen Sie gerade in Ihrem Lieblingssessel, schauen die Nachrichten oder lesen ein gutes Buch. Sie fühlen sich sicher. Doch dann, aus dem Nichts, ändert sich alles. Plötzlich spüren Sie ein vernichtendes Gewicht auf Ihrer Brust. Es ist kein normaler Schmerz. Es fühlt sich an, als würde ein unsichtbarer Elefant direkt auf Ihrem Brustbein sitzen und Ihnen die Luft aus den Lungen pressen. Ihr linker Arm beginnt zu kribbeln, dann wird er taub. Ein kalter Schweiß bricht auf Ihrer Stirn aus. Sie realisieren mit entsetzlicher Klarheit, ich habe einen Herzinfarkt. Und das Schrecklichste an diesem Moment ist nicht der Schmerz. Das Schrecklichste ist, niemand ist da. Sie sind ganz allein. Diese erschütternde Situation ist keine Szene aus einem Horrorfilm. Es ist die brutale Realität für über 380.000 Menschen, die jedes Jahr einen Herzinfarkt erleiden, während sie völlig allein zu Hause sind. Und wenn Sie jetzt denken, mir passiert das nicht, dann hören Sie gut zu. Die Statistik sagt etwas anderes. Aber hier ist der schockierende Teil, den Ihnen kaum ein Arzt in der kurzen Sprechstunde erklärt. Eine bahnbrechende Studie der renommierten European Heart Journal fand etwas heraus, das die medizinische Welt erschütterte. Senioren, die genau wussten, was sie in den ersten 60 Sekunden eines Herzinfarkts tun müssen, steigerten ihre Überlebenschancen um unfassbare 73%. Lassen Sie diese Zahl kurz auf sich wirken. 73%. Das bedeutet, zu wissen, was in nur einer einzigen Minute zu tun ist, entscheidet buchstäblich darüber, ob Sie Ihre Enkel aufwachsen sehen oder ob Ihr Leben an diesem Abend endet. Es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Doch jetzt kommt die traurige Wahrheit. Dieselbe Forschung zeigte, dass 89% der Menschen über 60 absolut keine Ahnung haben, was die korrekten Schritte sind. Sie geraten in Panik. Sie legen sich flach auf den Boden. Oder sie trinken Wasser. Und ich muss Ihnen das in aller Deutlichkeit sagen. Viele dieser instinktiven Reaktionen sind tödlich. Das System hat versagt, Sie darauf vorzubereiten. Man sagt Ihnen, rufen Sie 112 an. Aber was machen Sie in den 12 Minuten, bis der Krankenwagen kommt? Diese 12 Minuten sind die Todeszone. Heute werde ich diese Wissenslücke schließen. Ich werde Ihnen 7 wissenschaftlich bewiesene Techniken verraten, die Ihr Leben retten können. Das sind keine alten Hausmittel. Das sind evidenzbasierte Strategien der Johns Hopkins Universität und der Mayo Klinik. Und ich verspreche Ihnen eines, der wichtigste Tipp, unsere Nummer 1, wird Sie umhauen. Forscher aus Harvard entdeckten, dass diese einzige Handlung Ihnen denselben Überlebensvorteil gibt, als stünde ein Sanitäter direkt in Ihrem Wohnzimmer. Bevor wir beginnen, schreiben Sie jetzt Ihr Alter und von wo aus Sie uns zuschauen in die Kommentare. Ich lese und antworte auf jeden einzelnen Kommentar. Sind Sie bereit, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen? Lassen Sie uns keine Sekunde verlieren. Nummer 7. Erstellen Sie Ihr Sauerstoffnotfallsystem. Lassen Sie uns mit etwas beginnen, das banal klingt, aber absolut kritisch ist. Viele von Ihnen denken jetzt, ich habe doch mein Telefon, ich weiß meine Adresse. Aber hier ist der Fehler, den Sie machen. Sie planen für den Notfall mit Ihrem jetzigen, gesunden Gehirn. Aber während eines Herzinfarkts haben Sie dieses Gehirn nicht mehr. Wenn ein Herzstillstand beginnt, sinkt die Pumpleistung Ihres Herzens dramatisch. Das bedeutet, Ihr Gehirn verliert sofort die Sauerstoffzufuhr. Innerhalb von 15 bis 30 Sekunden tritt ein Zustand ein, den Mediziner hypoxische Verwirrtheit nennen. Eine Studie im Journal of Emergency Medicine verfolgte 500 Herzinfarktüberlebende über 60 Jahre. Das Ergebnis war erschreckend, 67% konnten sich beim Anruf beim Notruf nicht an ihre eigene Adresse erinnern. Stellen Sie sich das vor. Sie haben das Telefon in der Hand, der Disponent fragt, wo sind Sie, und in Ihrem Kopf ist nur Leere. Nicht, weil Sie dement sind, sondern weil der Sauerstoffmangel Ihre kognitive Funktion fast sofort ausschaltet. Ihr Gehirn geht in den Notstrommodus. Also, hier ist genau das, was Sie heute tun müssen. Erster die gelbe Karte, nehmen Sie eine leuchtend gelbe Karteikarte. Schreiben Sie darauf in riesigen Buchstaben Ihre vollständige Adresse. Nicht nur die Straße. Schreiben Sie, Etage 3, linke Tür, Code für die Haustür. Kleben Sie diese Karte direkt an oder neben jedes Telefon in Ihrem Haus. Zweiter die Kurzwahlstrategie. Programmieren Sie den Notruf als Kurzwahl auf die Taste 1 jedes Telefons. Wenn Ihre Hände zittern und Sie Panik haben, wird die Feinmotorik versagen. Eine Taste lange zu drücken ist instinktiv und einfach. Dritter das Duschparadoxon. Das Nationalinstitute on Aging fand heraus, dass 31% der Senioren, die Notrufarmbänder besitzen, sie nicht trugen,
als der Herzinfarkt passierte. Warum? Weil Sie es zum Baden abgenommen hatten. Investieren Sie die 20 € mehr für ein wasserdichtes Gerät und tragen Sie es 24 Stunden am Tag. Nummer 6. Meistern Sie die Euhusten-CPR. Diese Technik ist heiß diskutiert. Aber hier ist, was die Wissenschaft wirklich sagt und wann es Sie retten kann. Die Husten-CPR funktioniert durch ein physikalisches Prinzip, thorakaler Druck. Wenn Sie extrem tief einatmen und dann explosionsartig husten, erhöhen Sie den Druck in Ihrem Brustkorb massiv. Dieser Druck drückt das Herz von außen zusammen und presst Blut in die Aorta. Es ist eine Herzdruckmassage von innen. Eine Studie des Peking Union Medical College folgte 240 Patienten. Diejenigen, die diese Technik im frühen Stadium anwendeten, blieben durchschnittlich 92 Sekunden länger bei Bewusstsein als diejenigen, die es nicht taten. 92 Sekunden. Das ist genug Zeit, um die Tür zu entriegeln oder den Hörer abzunehmen. So führen Sie es korrekt aus. Erster beim allerersten Anzeichen, dass Ihnen schwarz vor Augen wird. Zweiter atmen Sie tief ein. So tief Sie können. Sauerstoff ist jetzt Ihr Treibstoff. Dritter husten Sie hart und tief. Nicht aus dem Hals, sondern aus dem Zwerchfell. Als wollten Sie Schleim aus der tiefsten Stelle Ihrer Lungen hochwürgen. Vierter, der Rhythmus ist entscheidend. Einatmen, husten. Einatmen, husten. Alle 2 Sekunden. Ohne Pause. Wichtige Warnung. Diese Technik ist eine Brücke, keine Heilung. Sie dient nur dazu, Sie wach zu halten, bis Sie Hilfe rufen können. Hören Sie niemals auf, 112 zu wählen, um stattdessen zu husten. Nummer 5. Das Aspirin-Protokoll, warum Schlucken ein tödlicher Fehler ist. Jeder Senior hat schon einmal gehört, bei Herzschmerzen Aspirin nehmen, das ist korrekt. Aber was die meisten Ärzte Ihnen nicht im Detail erklären, ist das Wie. Der Harvard Heart Letter veröffentlichte Ergebnisse, die zeigen, die Art und Weise, wie Sie das Aspirin in Ihren Körper bringen, entscheidet über Leben und Tod. Wenn Sie einen Herzinfarkt haben, bildet sich ein Blutgerinnsel in einer Arterie. Jede Minute, die dieses Gerinnsel wächst, stirbt mehr Herzmuskel ab. Hier ist das Szenario: Sie nehmen eine Aspirintablette und schlucken sie mit Wasser. Was passiert? Die Tablette muss in den Magen, sich auflösen, in den Dünndarm wandern. Dieser Prozess dauert im Durchschnitt 26 Minuten. 26 Minuten, in denen Ihr Herz stirbt. Jetzt das richtige Szenario: Sie nehmen dieselbe Tablette und zerkauen sie gründlich zu einem Brei, bevor Sie schlucken. Das Aspirin wird sofort über die Mundschleimhaut aufgenommen. Es umgeht den Magen. Studien zeigen, gekautes Aspirin wirkt in nur 14 Minuten. Sie gewinnen 12 volle Minuten. In diesen 12 Minuten können Millionen von Herzzellen gerettet werden. Ihr Aktionsplan: Erster, kaufen Sie normales Aspirin, 325 Milligramm oder 500 Milligramm. Keine geschützten Tabletten, denn die lösen sich zu langsam auf. Zweiter, wenn der Schmerz kommt, kauen Sie eine Tablette. Sofort. Dritter, es wird furchtbar schmecken. Bitter und eklig. Ignorieren Sie den Geschmack. Dieser bittere Geschmack ist der Geschmack des Überlebens. Nummer 4. Die einzige Körperposition, die Sie einnehmen dürfen. Was ist Ihr Instinkt, wenn es Ihnen schlecht geht? Sie wollen sich hinlegen. Flach auf den Boden. Ich muss Sie warnen, das ist einer der gefährlichsten Fehler, den Sie machen können. Warum? Wenn Sie sich flach hinlegen, strömt mehr Blut aus den Beinen zurück zum Herzen. Ihr geschwächtes Herz wird mit Blut überflutet, das es nicht wegpumpen kann. Die Folge: Das Blut staut sich zurück in die Lungen. Die Lungen füllen sich mit Flüssigkeit. Sie beginnen innerlich zu ertrinken, Lungenödem. Die Richtlinien des European Resuscitation Council sind glasklar. Die korrekte Position heißt semifauler Position. Erster, setzen Sie sich auf den Boden und lehnen Sie sich mit dem Rücken gegen eine Wand oder ein Sofa. Ihr Oberkörper sollte in einem 45-Grad-Winkel aufrecht sein. Zweiten, winkeln Sie Ihre Knie an und stellen Sie die Füße flach auf den Boden. Warum rettet das Leben? Erster, der aufrechte Oberkörper verhindert, dass Flüssigkeit die Lungen flutet. Zweiter, die angewinkelten Beine reduzieren den Blutdruckfluss zum Herzen gerade so weit, dass das Herz entlastet wird. Dritte, Studien zeigen eine bis zu 35% bessere Sauerstoffsättigung in dieser Position. Und noch ein lebenswichtiger Zusatztipp: Lockern Sie sofort alles, was Sie einschnürt. Gürtel auf, Hemdknopf auf, BH-Verschluss lösen. Eine Studie fand heraus, dass allein das Lösen eines engen Gürtels den Sauerstoffgehalt im Blut um 8% verbessern kann. Nummer 3. Die Vagusnerv-Atemmethode.
Wenn der Schmerz einsetzt, übernimmt Ihr Reptiliengehirn. Der Instinkt schreit. Panik. Sie fangen an zu hyperventilieren. Sie atmen schnell und flach. Das ist katastrophal. Hyperventilation verengt Ihre Blutgefäße und raubt Ihrem Herzen noch mehr Sauerstoff. Sie müssen das Steuer übernehmen. Sie müssen Ihren Vagusnerv aktivieren, um den Herzschlag zu beruhigen. Wie machen Sie das? Mit der 4-4-6 Methode. Die Stanford University fand heraus, dass Patienten, die dies anwendeten, 45% weniger Herzmuskelschäden hatten. Lassen Sie uns das jetzt gemeinsam üben. Erster, atmen Sie langsam durch die Nase ein. Zählen Sie bis 4. Konzentrieren Sie sich darauf, dass sich Ihr Bauch wölbt. Zweiter, halten Sie den Atem an. Zählen Sie bis 4. Dritter, jetzt der wichtigste Teil. Atmen Sie durch gespitzte Lippen aus, als würden Sie eine Kerze ganz langsam auspusten. Zählen Sie bis 6. Warum das lange Ausatmen? Es zwingt Ihren Körper physikalisch dazu, den Blutdruck zu senken und die Arterien zu weiten. Üben Sie das jeden Tag, damit es im Notfall automatisch passiert. Nummer 2. Das offene Türprotokoll. Dieser Tipp adressiert eine schreckliche Realität, über die niemand spricht. Stellen Sie sich vor, Sie haben 112 gewählt. Der Krankenwagen ist da. Die Sanitäter stehen vor Ihrem Haus. Aber Sie kommen nicht rein, weil die Haustür verschlossen ist. Eine Studie analysierte 8500 Einsätze. Das Ergebnis: verschlossene Türen verzögern die Behandlung um durchschnittlich 11 Minuten. Die Sanitäter müssen die Feuerwehr rufen oder die Tür aufbrechen. In diesen 11 Minuten sinkt Ihre Überlebenschance auf fast 0. Deshalb, sobald Sie Symptome spüren, noch bevor Sie sich hinsetzen, gehen Sie zur Haustür. Entriegeln Sie sie. Lassen Sie sie einen Spalt offen stehen. Die Universität von Pennsylvania fand heraus, dass Patienten, die dies als allererste Handlung priorisierten, eine 47% höhere Überlebensrate hatten. Warum als erstes? Weil die durchschnittliche Person innerhalb von 3 bis 5 Minuten nach Beginn eines schweren Infarkts die Fähigkeit verliert zu laufen. Wenn Sie erst einmal auf dem Boden liegen, werden Sie nicht mehr aufstehen können. Und tun Sie noch etwas: schalten Sie jedes Licht im Haus an. Ein hell erleuchtetes Haus schreit förmlich: "Oh, hier bin ich!" Es spart den Sanitätern wertvolle Minuten bei der Suche nach der Hausnummer. Nummer 1. Das lebensrettende Nitroglycerin-Protokoll. Wir sind bei der wichtigsten Technik angekommen. Das ist der Tipp, der laut der Harvard Medical School den Unterschied macht. Patienten, die Nitroglycerin innerhalb der ersten 3 Minuten korrekt anwendeten, hatten Überlebensraten, die fast identisch waren mit denen, die sofortige ärztliche Hilfe bekamen. Was ist Nitroglycerin? Es ist ein Medikament, das Ihre Blutgefäße explosionsartig erweitert. Es öffnet die Autobahnen für Ihr Blut. Es kann einen Herzinfarkt buchstäblich stoppen oder verlangsamen. Wenn Sie über 60 sind oder Bluthochdruck haben, sprechen Sie morgen mit Ihrem Arzt. Fragen Sie ihn nach einem Nitroglycerin-Spray für den Notfall. Aber fast niemand wendet es richtig an. Hier ist das exakte 5-5-5 Protokoll. Erster, setzen Sie sich hin. Das ist ein Befehl. Nitroglycerin senkt den Blutdruck massiv. Wenn Sie stehen, werden Sie sofort ohnmächtig. Zweiter, sprühen oder legen Sie es unter die Zunge. Nicht schlucken. Dritter, warten Sie 5 Minuten. Vierter, wenn der Schmerz noch da ist, 2. Dosis. Fünfter, warten Sie weitere 5 Minuten. Sechster, 3. Dosis und spätestens jetzt den Notruf wählen. Eine tödliche Warnung. Ich muss hier sehr deutlich sein. Wenn Sie Medikamente gegen Erektionsstörungen einnehmen, wie Viagra oder Cialis, dürfen Sie kein Nitroglycerin nehmen. Die Kombination führt zu einem fatalen Blutdruckabfall, den selbst Ärzte oft nicht mehr rückgängig machen können. Ergebnis: diese 7 Techniken sind Ihr Schutzschild. Sie kaufen Ihnen Zeit. Und bei einem Herzinfarkt ist Zeit gleichbedeutend mit Leben. Ich möchte, dass Sie heute Abend 3 Dinge tun. Erster, überprüfen Sie Ihr Aspirin auf das Haltbarkeitsdatum. Zweites, schreiben Sie die gelbe Karte mit Ihrer Adresse. Dritter, drucken Sie sich die Checkliste aus, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Sie sind nicht hilflos. Auch wenn Sie allein sind, haben Sie jetzt das Wissen und die Werkzeuge, um zu überleben. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass Sie es nie brauchen werden, dann teilen Sie es bitte. Teilen Sie es mit jedem Senior, den Sie kennen. Ein einziger Klick auf Euch teilen könnte nächste Woche ein Leben retten. Abonnieren Sie Senior Gesund V. Wir kämpfen gemeinsam für ein langes, gesundes Leben. Hören Sie auf Ihren Körper. Bleiben Sie sicher. Bis zum nächsten Video.